Hallo und herzlich willkommen. Da unter meinem vorletzten Video über das Steinpad auch die Frage war, ob ich auch einen kurzen Guide für das Delfinpad machen kann, möchte ich euch heute mal alles zeigen, was ihr wissen müsst, damit ihr den Delfin freischalten könnt. Denn ähnlich wie bei dem Steinpad, bei dem ihr Erze abbauen müsst, um es freizuschalten, müsst ihr bei dem Delfin Seekreaturen besiegen, um es in den verschiedenen Raritäten zu bekommen. Wobei sich euer Delfin nicht upgradet, sondern ihr jedes Mal ein neues Pad bekommt. Wie viele Seekreaturen ihr für die jeweilige Rarität benötigt, habe ich euch hier einmal eingeblendet. Wie man sehen kann, reicht es dabei von 250 bis 10.000 Seekreaturen. Wie viele Seekreaturen ihr bereits habt, könnt ihr auf Skylayer nachschauen und dort bei dem Unterpunkt Pet Milestones unter Sea Creatures killt. Da wir Seekreaturen töten müssen, um das Pet zu bekommen, müssen wir uns nun einmal anschauen, welche Ausrüstung am besten ist, um möglichst schnell viele Seekreaturen zu angeln. Bei der Rüstung ist ganz klar eine vollständige Diver-Rüstung das beste Rüstungsset, das ihr tragen solltet, wenn ihr auf den Delfin grinden wollt, da uns das komplette Set eine 8% höhere Sea Creature Chance gibt. Eine günstigere Alternative wäre die Anglerrüstung, bei der ihr pro Teil eure Seekreaturen Chance um 1% erhöht, womit ihr bei dem Set auf insgesamt 4% kommen würdet. Dann solltet ihr auch unbedingt noch einen Fish Affinity Talisman haben, da dieser eure Angelzeit um 5% verkürzt. Das beste Pet, welches ihr benutzen könnt, wenn ihr den Delfin noch gar nicht habt, um möglichst effizient zu grinden, wäre ein Flying Fish, da dieser pro Level den Fishing Speed erhöht. Dabei würde das Pet bereits in episch ausreichen, da es dann genauso viel Fishing Speed pro Level gibt wie der legendäre Flying Fish. Sobald man aber den ersten Delfin freigeschaltet hat oder wenn man sich bereits einen Delfin in einer niedrigen Rarität gekauft hat, sollte man diesen verwenden, um auf das Delfin-Pad zu grinden, da das Pad zu einem die Seekreaturen-Chance erhöht und wir mit dem Pad auch schneller angeln, wenn andere Spieler in der Nähe von 10 Blöcken um uns herum stehen. Um wirklich optimal zu angeln, bräuchte man theoretisch einen Rod of Legends und einen Shredder oder die Yeti Rod als Angel, da man sich in Skyblock das Swappen von Items in Minecraft zunutze machen kann. Man kann nämlich einfach den Köder mit dem Shredder oder der Yeti Rod ins Wasser werfen, damit man einen 75% schnelleren Angelspeed hat und dann auf die Rod of Legends wechseln, damit man auch noch die 6% höhere Sea Creature Chance hat. Da aber nicht jeder extra 2 Angeln haben möchte, habe ich einmal ausgerechnet, welche einzelne Angel am besten ist, wobei ich die Rechnung jetzt nur für die Rod of Legends und den Shredder gemacht habe, da von Fishing Speed der Shredder und die Yeti Rod gleich sind und die anderen Stats der Angel sind nicht relevant, wenn es darum geht, das Delfin-Pad zu grinden. Für die Berechnung habe ich erst einmal die maximale Sea Creature Chance und den Fishing Speed Bonus ohne die Angel und die Köder zusammengefasst. Hier habe ich auch einmal den durchschnittlichen Angelspeed in Minecraft angegeben ohne Regen. Da ich auch nicht sagen konnte, ob der Fishbait, welcher das Angeln um 30% verkürzt, oder der Spikebait, welcher die Sea Creature Chance um 6% erhöht, besser geeignet ist, wenn man das Delfin-Pad grindet, habe ich insgesamt 4 Kombinationen ausgerechnet, welche ich hier dargestellt habe. Wie man hier sehen kann, habe ich dann einmal ausgerechnet, wie viele Seekreaturen man theoretisch in einer Stunde angeln würde, wenn man wirklich direkt nachdem man die Angel aus dem Wasser gezogen hat, die Angel wieder zurückwirft. Dabei kann man erkennen, dass die beste Kombination, wenn es um Seekreaturen geht, die Rod of Legends mit dem Fishbait ist. Unter der Annahme, dass man alle anderen Items hat, welche die Sea Creature Chance und den Fishing Speed erhöhen. Also wäre es am besten, wenn man nur eine einzelne Angel verwendet, dass man eine Rod of Legends verwendet, welche natürlich mit Angler 6 verzaubert ist und auf der mindestens der Salty Reforge ist. Und als Köder eignet sich dann am besten der Fishbait, welcher die Angelgeschwindigkeit nochmal um 30% erhöht. Interesse halber habe ich dann auch noch einmal ausgerechnet, wie viel schneller man wirklich ist, wenn man wie beschrieben die Angeln swappt, und wie man sehen kann, bekommt man mit dem Spikebait in einer Stunde dann genauso viele Seekreaturen wie mit der Rod of Legends und dem Fishbait. Aber wenn man die Angel swappt und den Fishbait verwendet, müsste man rein theoretisch pro Stunde 6 Seekreaturen mehr fangen, was etwa einer Steigerung um 2% entspricht. Ob sich diese 2% für den Mehraufwand für euch lohnen, müsst ihr selber entscheiden. Nun kennt ihr also die beste Ausrüstung, die ihr euch holen solltet, wenn ihr auf den Delfin grindet. Aber es gibt auch noch einen ganz netten Trick, um den Delfin noch ein Stück schneller zu bekommen. Da man ja nur Seekreaturen töten muss, um den Delfin freizuschalten, kann man auch die Seekreaturen von anderen töten. Aber der Trick ist jetzt nicht, dass ihr anderen Leuten ihre Seekreaturen klauen sollt. Den Tipp, den ich euch jetzt kurz zeige, ist aber nicht von mir, sondern von Sir Fischbrot. Sein Video zu dem Trick habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und hauptsächlich geht es bei dem Trick darum, mehr Fishing XP zu bekommen, aber er ist auch ganz praktisch für Leute, die den Delfin freischalten wollen. Um den Trick zu machen, benötigt ihr eine Gruppe von Freunden, die zusammen angeln gehen wollen in Hypixel Skyblock. Dann geht ihr in den Spider-Stand, da dies die einzige öffentliche Insel ist, in der es in Skyblock regnen kann und durch Regen angelt man ja etwas schneller. Vom Spider-Stand aus geht ihr dann mit einem AOTE oder einem Grappling Hook zu der Bahn und dann angelt ihr dort oben, wo das Wasser lang läuft
und ihr müsst euch so hinstellen, dass wenn ihr eine Seekreatur fangt, dass diese nach unten fällt. Das macht ihr dann am besten mit einem Delfinpad und eurer anderen Angelausrüstung in der Gruppe für 5 Minuten, da die Seekreaturen nach etwa 5 Minuten anfangen zu despawnen. Wenn dann da unten einige Seekreaturen stehen, wechselt einer aus der Gruppe auf das Tintenfisch-Pad, welches ich bisher gar nicht betrachtet habe, da der Tintenfisch einen weder Fishing Speed noch Sea Creature Chance gibt. Dafür gibt das Pad ein prozentual mehr Fishing XP ab der legendären Stufe. Und derjenige mit dem legendären Tintenfisch geht dann halt nach unten und killt alle Seekreaturen, weil dann jeder den prozentualen Boost von dem Tintenfisch für seine Seekreaturen bekommt, welche man aber viel schneller geangelt hat, als es mit dem Tintenfisch möglich gewesen wäre, da man ja einen Delfin oder einen Flying Fish als Pet verwendet hat. Und wenn ihr halt mit einer Gruppe von Freunden angelt, könnt ihr euch ja so absprechen, dass nach und nach jeder den epischen oder legendären Delfin mit dieser Methode freischaltet, und wenn einer seinen Delfin auf der passenden Stufe hat, kann der nächste seinen Delfin agrinden. Theoretisch könnt ihr das mit dem Pet Swappen auch alleine machen, aber dann ist diese Methode wirklich nur dafür geeignet, mehr Fishing XP zu bekommen und nicht um den Delfin schneller freizuschalten. Dann hoffe ich, dass ich dem einen oder anderen unter euch mit dem Guide weiterhelfen konnte, damit ihr auch bald einen Delfin an eurer Seite habt, und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.